Herzlich willkommen zur Plant Engineer Tutorial-Reihe. In dieser Videoreihe erhalten Sie Einblicke in unsere intelligente Pint-ID-Software Plant Engineer und Tipps und Tricks für einen schnellen Einstieg in die Anwendung. Freuen Sie sich auf spannende Themen rund um die intuitive Planung, das schnelle Erstellen und Ändern von R&I-Fließbildern sowie die nahtlose Dokumentation verfahrenstechnischer Anlagen. Die Funktionsliste von Plant Engineer erlaubt die einfache und schnelle Konfiguration von benutzerdefinierten Ansichten der Shape-Daten auf der Zeichnung. Die so konfigurierten Ansichten können ebenfalls für einen Excel-Export und Import genutzt werden, ohne zusätzliche Report-Anpassung im Report-Designer. Um die Funktionsliste zu öffnen, navigieren Sie zur Gruppe Ansicht und öffnen Sie den Eintrag Funktionsliste. Wenn vorher keine benutzerdefinierte Ansicht geöffnet war, wird die Funktionsliste mit der Standardansicht geladen. In der Tabelle werden alle Apparate, Aggregate sowie Stutzen der Zeichnung zeilenweise aufgeführt. In den Spalten werden jeweils die Eigenschaften der Shapes abgebildet. In der Standardansicht werden die zugehörige Teilanlage, die Funktionsgruppe, die Funktionsnummer, der Shape-Name, die Klasse sowie die Spezifikation aufgelistet. Die einzelnen Spalten können dabei über das Kontextmenü der Tabellenüberschrift sortiert, gefiltert und durchsucht werden. Die Tabellenansicht erlaubt auch die Mehrfachselektion von Objekten, welche für die Massenänderung von Shape-Eigenschaften oder in Kombination mit anderen Plant Engineer-Funktionen, wie beispielsweise dem Feature Shapes nummerieren, genutzt werden kann. Für die Erstellung einer benutzerdefinierten Ansicht erlaubt die Liste das Hinzufügen und Entfernen von Eigenschaften in der Tabelle. Navigieren Sie hierzu in das Kontextmenü der Tabellenüberschrift und selektieren Sie den Eintrag Spaltenauswahl. Im neu geöffneten Fenster können die hinzufügbaren Eigenschaften durchsucht und per Drag and Drop in den Tabellenspalten platziert werden. Zum Entfernen von Eigenschaften ziehen Sie den Spaltenkopf der Eigenschaft per Drag and Drop aus der Tabelle. Sollten die Werte der Eigenschaften in der Tabelle nicht automatisch geladen werden, kann über den Button Aktualisieren die Ansicht aktualisiert werden. Nachdem die Ansicht konfiguriert wurde, kann diese mit dem Button Ansicht sichern gespeichert werden. Im Dropdown-Menü neben dem Button kann zwischen verschiedenen abgespeicherten Ansichten gewechselt werden. Der Button Ansicht löschen erlaubt die Löschung der im Dropdown-Menü ausgewählten Ansicht aus der Liste. Über den Button Export kann die benutzerdefinierte Liste in Excel exportiert werden. Dabei kann der Exportbereich über die Selektion von Komponenten in der Liste eingeschränkt werden. Nach Angabe des Dateispeicherorts und des Dateinamens wird die Liste exportiert und automatisch geöffnet. Nach Anstoßen des Exports kann der Nutzer entscheiden, ob nur die Informationen der in der Liste selektierten Komponenten oder alle Komponenten der Liste exportiert werden sollen. Sollten innerhalb des Excel-Dokuments Änderungen an den Eigenschaften vorgenommen werden, so können diese über die Import-Funktion im Plant Engineer importiert werden. Beim Import werden die Änderungen abgeglichen und können in einem separaten Vergleichsfenster entweder übernommen oder verworfen werden. Die importierten Daten werden dann entsprechend aktualisiert und direkt in der Liste dargestellt.